Herzlich willkommen zu Game Nummer 1 im Spiel um Platz 3 im EU-Finale, Finalwoche, muss man sagen, Finalwochenende zwischen AAO und Them. AAO spielt in folgender Schiffsaufstellung: Doppel Colombo Moskwa, Triple Petro und Triple Gdansk. Auf der anderen Seite bei Them haben wir ein Ohio, Doppel Cerberus, eine Triple Moskwa und Triple Gdansk. Also so viel zum Thema. Wir ändern hier ein bisschen die Schiffsaufstellung. Das hat dafür gesorgt, dass die Varianz der Schiffe deutlich eingeschränkt wird. Them spielt mit einem BB weniger, auch sehr interessant. Ich vermute mal, dass sie die Cerberus nutzen wollen, um auch einfach Schiffe zu farmen oder vielleicht auch mit der Cerberus einen Smoke Train zu spielen, der ein bisschen variabler ist, weil mit der Cerberus kann ich mich ja bewegen. Der Vorteil kann so ein bisschen sein, dass ich nicht unbedingt gecatcht werde von einem Smoke Train, von einem Smoke Train Radar. Ich habe eine ausreichende Range und deswegen kann ich da gut was machen. Die Schiffsaufteilung, man sieht's hier einmal Gdansk, Cerberus, Moskwa mit der Ohio zu C. Ich denke, die Moskwa wird sich hier an die Insel stellen. Gdansk wird ums B-Cap spielen und auf der anderen Seite haben wir Moskwa, Cerberus und Gdansk auf A. Blicken wir rüber zu AAO. Da haben wir Gdansk, Petro und Colombo Moskwa so ein bisschen auf der A-B-Seite. Auch hier die Gdansk, hier wird gemütlich ausgetauscht, die Torpedos. Die Frage ist, wer früher das bessere Positioning bekommt und wie die Torpedo-Range jetzt aussieht, weil die Torpedos sind etwas garstiger. Ja, die sind gar nicht so schlecht. Frage ist, ob die Range haben. Die werden nicht treffen, außer es wird nochmal beschleunigt. Nee, haben sie nicht. Aber wir haben natürlich hier noch den Rest von AAO, der sich auf C begibt, Gdansk mit Doppel Petro und Colombo. Gerade am Anfang wird man erstmal ein bisschen seine Position einnehmen, gerade mit Moskwa und Petro, bis man die in Position hat. Das dauert ein bisschen. Und man sieht jetzt auch hier zum Beispiel, die Moskwa wird innen gespielt, die wird auch innen gespielt. Die Position, habe ich ja schon erwähnt, ist eigentlich relativ überflüssig, weil man da nicht mehr rankommt. Moskwa ist jetzt gespottet gewesen, schiebt sich an die Insel ran, vielleicht mit Blickrichtung hier rein, kriegt hier schon mal eine gute Salve von der Petro, 10k. Ein guter Einstand, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, welches Team sich zuerst zu einem Move hinreißen lässt und dann versucht für den ersten Cap-Contest zu gehen. Dadurch, dass die DDs alle ranreversen an die A-Caps, wird das auch ein bisschen dauern. Ja, das ist einfach dem Ganzen geschuldet, dass man hier sehr, sehr vorsichtig spielen möchte. Gdansk hat keinen Heal. Jedes bisschen HP zählt in so einem Tournament. Und ja, man muss natürlich auch auf die Torps aufpassen. Hier werden sich wahrscheinlich die Moskwas erstmal traden. Und man sieht jetzt genau, es wird sich teilweise auch tatsächlich gemirrored. Ne? Man weiß, hier ist die Moskwa, hier ist so eine Moskwa-Posi. Die BBs stehen auch so, dass sie beide drauf schießen können. Ich glaube, dass du hier mit der Colombo einen Vorteil hast mit SAP. Aber auch die Ohio mit Overmatch wird selbstverständlich auf die Moskwa auch guten Damage bekommen. Also, das wird jetzt ein bisschen getradet, ein bisschen HP getradet, bis sie sagen, okay, das war too much und dann wird sich ein bisschen zurückgeschoben und versucht da auch zuzugehen. Aber es sind halt immer diese Geplänkel. Ich habe mir schon gedacht, dass es vielleicht dieses Mal etwas spannender wird, weil man versucht, passiver zu spielen. Gerade mit einer Gdansk ist es halt häufiger der Fall, dass man da aufpassen muss. Und man sieht auch, wie gut das Fokusfeuer ist. Ne? Das ist ein Gdansk-Radar, geht ungefähr 10 bis 12 Sekunden. Und also Wahnsinn, dieses Fokusfeuer. Ne? Also der war für 10 Sekunden offen. Ich glaube, er hat aber auch geschossen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er auch geschossen hat. Auf jeden Fall, die Gdansk hat geschossen, ist deswegen noch offen. Aber
der hat halt einfach 21k verloren in weniger als 10 Sekunden, ne? Also, das ist, das geht schnell. Da wird jeder Fehler gepunished und zwar grandios. Also hier wird noch fröhlich ein bisschen was ausgetauscht. Die Gdansk hat wahrscheinlich ein bisschen gefarmt, wird deswegen spottet. Da kommt von der Columbo nochmal Shots. Aber das war auf jeden Fall für AO ein sehr guter Trade, gerade am Anfang. Da muss die Gdansk aufpassen, weil tatsächlich ist er mit dem nächsten Radar tot, wenn er Pech hat. Also, man merkt schon, so ein erstes Engagement auf dem Niveau kann unfassbar spielentscheidend sein, weil man da gerade als DD mega aufpassen muss. Ja, also, das darf man echt nicht unterschätzen, weil du kriegst halt nicht, keine Ahnung, wie in einem Zufallsgefecht dann ein zwei Salven und dann hast du deine 3, 4k verloren, sondern du bist halt dann richtig runter. Und dann ist jedes weitere Radar tödlich. Auch ein Petro-Radar, 6K, der muss unfassbar aufpassen. Der ist eigentlich aus dem Game. Erstmal. Ne? Natürlich nur erstmal. Gdansk versucht jetzt hier auch nochmal Damage. Also die Trades, die D-technisch gehen aktuell, würde ich sagen, an AAO. Sie kriegen da die besseren Trades und mal schauen, ob sie das auch so beibehalten können. Damit baust du natürlich ein bisschen Druck auf Them auf. Die müssen jetzt ein bisschen passiver mit der DD spielen, werden deswegen auch vielleicht nicht mehr unbedingt versuchen zu cappen. Oh, die Torps sind auch gar nicht so schlecht. Laufen zum Glück aus. Aber war eine knappe Kiste. Und ja, man versucht es mit der Cerberus hier ein bisschen Druck zu machen. Das Problem ist, das ist auch ein Problem beim Smoke Train. Wenn ich natürlich keinen Spot habe, hilft mir ein Smoke auch nichts. Ja, also deswegen auch mein Tipp, wenn ihr zum Beispiel DD spielt und sagt, ey, ich will jetzt farmen, solltet ihr einen Spotter haben, der für euch, oh, die Torps auf die Gdansk laufen rechtzeitig aus. Also das war richtig close. Die Gdansk bringt sich jetzt in Position und versucht hier auf die andere Gdansk Damage zu machen. Er hat keinen Smoke ready, das könnte teuer werden. Da brauchen sie jetzt einen guten Trade, aber die andere Gdansk hat auch keinen Smoke. Das könnte vielleicht hier auf einen Kill rauslaufen auf einer der beiden Seiten. Das muss man mal im Blick behalten. Ah, die Moskwa steht nicht so gut und die Cerberus auch nicht, aber kriegt trotzdem hier gute Shots. Also hier guter Damage auf den DD. Also es könnte sein, dass die Gdansk hier von Dem rausgeht. Der kriegt gute Shots und man muss sagen, der HP-Pool ist relativ low und die Gdansk wird die Blind-Shots noch bringen. Und ja, also guter Trade hier auch wieder, ne, wenn du siehst, man hat hier bis auf 600 runtergeschossen. Da kommen noch Blindshots, die waren auch ganz schön close. Schauen wir wieder auf die andere Seite. Und ja, aber das Team von Them hat sich dafür das Cap geholt. Jetzt ist die Frage, ob sie das Cap auch verteidigen können. Moskwa wird jetzt ein bisschen gefokust. Steht halt auch, ich würde mal sagen, relativ offen. Muss man sagen. Ne? Also er hat halt keine Inselcover, er kann nicht wirklich in Deckung gehen. Und wird halt hier von der Gdansk gespottet. Und kommt halt hier von beiden Seiten was, kann nicht so richtig turnen. Muss jetzt wieder an die Insel ranfahren und hoffen, dass er zugeht. Also man merkt, hier wird nichts verziehen. Jeder Fehler wird hier grandios bestraft von den beiden Teams. So, AO versucht jetzt hier das C-Cap zu holen. Die Frage ist, ob sie es schaffen. Sie haben da extra einen Smoke dagelassen, aber da kommen die Resets. Ich denke, dass die Cerberus hier auch einfach weiterhin blind feiern wird, um da den Druck hochzuhalten. In der Mitte würde ich jetzt mal sagen, haben ein paar Schiffe, die nicht wirklich arbeiten können. Ja, die haben halt das eine BB, das jetzt reingefahren ist, das jetzt Crossfire hier rübergeben kann, aber hier hinterm Berg ist, das heißt hier nichts machen kann. Aber tatsächlich hat die Petro wirklich dieses C-Cap bekommen. Interessant. Hätte ich jetzt im ersten Moment nicht gedacht. Aber das sorgt dafür, dass Them ihren Vorsprung an Punkten nicht weiter ausbauen können. Also, die müssen jetzt
für sich schauen, dass sie das entweder die Zeit retten. Wir haben noch gut 10 Minuten, 9 Minuten in dem Dreh. Und das ist bei World of Warships eine sehr lange Zeit. Da kann noch wirklich sehr viel passieren. Ja, man muss auch sagen, das erste Game gefühlt auch sehr statisch. Also man sieht jetzt hier, Petro Gdansk sind immer noch in derselben Position. Das BB ist ein bisschen reingefahren. Die Gdansk steht da mit der Moskwa auch schon etwas länger. Das ist auch relativ ähnlich vom Positioning. Auch bei Vem hat sich nicht viel getan. Gut, die Ohio ist ein bisschen reingeschoben. Aber sonst ist es tatsächlich ein sehr statisches Spiel, weil man sehr viel Radar hat und weil jedes Radar ein massives Punishment bedeuten kann. So, und man sieht auch sofort, wenn sich die Chance ergibt bei AO oder bei Them, dass dann die Schiffe gefokust werden. Man versucht immer irgendeine Art von Crossfire aufzubauen, immer die Positionings des Gegners gleich wieder rauszudrängen. Und das ist halt was beiden Teams gut gelungen ist. Aber mit diesem knappen 100-Punkte-Lead sorgt Them dafür, dass AO mittelfristig mal was machen muss. Noch ist alles gut. Ihr seht auch hier an dem Timer, wir haben hier auf jeden Fall 11 und 13 Minuten. Also aktuell ist das der Timer, auf den man aufpassen muss. Ich vermute jetzt mal, dass AO versucht, über A-Druck zu machen, weil sie wissen, die Gdansk ist low. Die kann nicht mehr wirklich was verteidigen. Sie haben einen Radar und in einem 1 gegen 1 wird es im schlechtesten Fall ein Trade zwischen Gdansk und Gdansk für AO. Sie haben noch eine Petro und mit dem BB haben sie halt einen HP-Vorteil. Weil vor Torps, außer vor der Cerberus, müssen sie sich nicht so wirklich in Acht nehmen. Und auch die Moskwa kann nicht so gut wirken. Also ich kann mir vorstellen, dass das BB dann einen Move macht. Ich meine, sie wissen, wo die Ohio ist. Das macht es relativ entspannt, würde ich mal sagen. Des Weiteren ist es halt so, die Moskwa ist schon so ein bisschen range-technisch hier eingeschränkt. Ja, also der wird da auch nicht so viel machen können. Und das weiß halt die Columbo jetzt auch. Und deswegen wird er jetzt hier anfangen, Druck aufzubauen. Und versuchen hier wahrscheinlich an die Insel ranzukommen. Man muss jetzt auch sagen, die Cerberus hat ihren Smoke. Das Problem ist, er hat dann demnächst keinen Spot. Oh, diese SAP-Salve könnte maximal ziehen. Oh ja. Oh ja. Ich glaube, da hat sich jemand ein bisschen verschätzt. Jetzt kommt der Smoke, aber da kommt nochmal eine AP-Salve. Ah, die macht zum Glück nicht so viel. Da sind Torps unterwegs, aber ja, also der Trade war auf jeden Fall für eine HE-Salbe nicht sonderlich gut. Drüben kommt nochmal ein Radar von der Moskwa, die sich ein Stück vorschiebt. Ja, sie versuchen diese Gdansk, glaube ich, runterzukriegen. Das wird so ein bisschen das Hauptthema sein. Aber man muss halt auch immer sagen, so ein aggressiveres Positioning auf einer Moskwa bedeutet auch immer, dass man gespottet wird, dass man dann auch Gegenfeuer bekommt. Mitte kommt auch nochmal ein Radar von der Gdansk, um zu schauen, was hier so Phase ist. Ja, sie schieben jetzt auch langsam ihre Petro runter hier, um noch mehr Druck aufzubauen. Und man sieht jetzt schon, die Columbo fängt jetzt hier das Cappen an. Der wird das eine Zeit lang auch tanken können, denke ich mal. Die Torps könnten ein bisschen problematisch werden. Aber wie ja schon erwähnt, AO muss jetzt was machen. Weil die Zeit sorgt dafür, dass sie im Hintertreffen sind. Sie brauchen halt auch ein bisschen diesen Block einfach, um auch hier wieder Zeit gut zu machen. Weil es ist ja nicht nur so, dass sie das Cap bekommen, sondern die sorgen auch dafür, dass der Gegner kein Cap hat, weil sie es blocken und damit auch wieder ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Man sieht jetzt schon, sie sind auf 70 Punkte, knapp 70 Punkte rangekommen, aber auch die Columbo hat sehr viel HP gelassen. Hat wahrscheinlich auch den einen oder anderen Tor bekommen und dann versucht jetzt parallel auch auf C nochmal ein bisschen Druck zu machen. Man hat gesehen, wie teuer das war mit der Moskwa. Ja, also das ist nicht zu unterschätzen. Und die Columbo schiebt jetzt auch hier in die Mitte rein. Sie wissen, wo die Ohio ist, denke ich mal. Oder sie spekulieren drauf.
Und ja, jetzt kommt der Columbo Smoke, der weiß, er muss was machen. Das Moskwa-Radar ist auf Cooldown. Da kommen dann auch noch Cross-Shots rein von anderen Moskwa. Der im Legend-Modul ja doch ein bisschen mehr Range dann auch hat. Na, Columbo schiebt sich jetzt wieder rein. Wird auch versuchen rauszuturnen. Kommen die Blindshots. Da kommt das Gdansk-Radar. Ja, sie haben halt nichts, womit sie diese Gdansk... Oh, da könnte es sein, dass die Gdansk jetzt reindreht und sagt, okay, ich versuche da meinen Druck... Oder kommt Blindshots. Ich denke, dass der Columbo vielleicht da die Blindshots probieren wird. Ah, er macht's nicht. Okay. Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ich meine, ein Treffer mit der Columbo, du hast viele Turrets, kann halt auch den Tod bedeuten von so einer Gdansk, wenn die Dispersion sagt, ein bisschen Glück hat. Aber sie kriegen das A-Cap und bauen damit auf jeden Fall jetzt Druck auf them auf, weil sie jetzt 2 Caps gegen 0 Caps haben. Und sie versuchen jetzt hier im Gegenzug them die Columbo zu forcen. Die Petro steht ein bisschen zu weit offen gegen die Moskwa. Uiuiui, das könnte teuer werden. Ah, kriegt sich gerade noch so gewinkelt. Also ich würde tatsächlich erstmal hier beim A-Cap bleiben, weil hier könnte sich ein Kill abzeichnen. Wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. AO ist jetzt punktetechnisch vorne. Das heißt für them, die müssen jetzt was tun. Weil so ein Cap sich holen dauert auch ein bisschen. Und ein Cap reicht ihnen nicht. Sie brauchen auf jeden Fall einen Kill. Alles andere bringt ihnen nichts mehr. Und sie brauchen auf jeden Fall einen Block aufs Cap. Ah, gute Shots auf die Columbo. Jetzt wird nochmal gesmoked von der Gdansk, um möglicherweise wirklich diese Columbo zu kriegen, die jetzt auch nochmal brennt. Damage-Con ist gleich, Repair-Party ist gleich ready. Damage-Con noch nicht, aber ich glaube, dass diese Salve reicht. Nein. Die Frage ist, kriegt er den Heal noch? Der wird diesen Button smashen ohne Ende. Da kommt der Heal, aber ich glaube, das reicht nicht. Nein, reicht nicht. Okay, das kauft tatsächlich them wieder ein bisschen Zeit. Aber AO immer noch vorne punkttechnisch. Aber die versuchen jetzt hier alles auf C zu schieben, um zumindest dieses Cap zu bekommen. Aber wir sehen den Punktevorteil für AO aktuell. Und sie müssen jetzt schauen, dass sie daraus was machen. Radar kommt von der Petro. Sie wissen, sie müssen hier die DDs rausschieben. Deswegen schiebt die Gdansk von AO auch rüber. Sie wissen genau, die zweite Gdansk ist nicht in der Mitte. Die Columbo fährt jetzt hier gerade raus. Sie versuchen auf die Moskwa was zu machen. Ich weiß tatsächlich nicht, warum er jetzt rausgefahren ist. Weil eigentlich punktetechnisch hätte es ihnen gereicht. Jetzt brauchen sie wahrscheinlich gleich einen Kill, vermute ich mal. Also, das könnte sich für them unter Umständen tatsächlich noch ausgehen, weil sie den Columbo-Kill bekommen. Ja, und so sieht's aus. Und jetzt ist es geswitcht auf einmal. Jetzt hat them die Nase vorn. Also, ich verstehe nicht, warum die Columbo jetzt hier rausgefahren ist. Das war überhaupt nicht nötig. Da kommen jetzt nochmal die Blindshots auf die Gdansk. 1 Minute noch auf dem Timer. Das wird jetzt schwierig werden. Also ich sehe nicht, wo AO jetzt hier noch einen Kill machen soll. Oder machen kann. Da sind sie jetzt doch zu weit weg. Sie kommen an kein Cap mehr. Ich glaube, mit dem 2 BB-Kills hat them tatsächlich den Deckel drauf gemacht. Da kommen auch nochmal Torps. Die sind gar nicht so schlecht. Findet man da die Lücke? Oh, fein drüber gezogen. Aber noch 20 Sekunden. Noch gute 20 Sekunden. Vielleicht kriegt man hier noch die Gdansk. Die Petro ist leider sehr weit drüber gefahren. 5K noch. Da bräuchte man jetzt Petro Feuersupport. Den hat man nicht. Sonst wäre da noch was gegangen. Aber ich glaube, da können wir für them den Deckel drauf machen. Wow, was für ein erstes
sehr knappes Game, muss man sagen. Welches sich dann am Ende doch AAO geholt hat mit dem wichtigen BB-Kill ganz am Ende. Herzlichen Glückwunsch.